finde es toll, an einem nationalen Messprojekt wie dem NADOF mitarbeiten zu können und dadurch auch einen Beitrag zu der Forschung leisten zu können. Es bereitet mir Freude, dass ich nach so kurzer Zeit schon an so einem wichtigen Projekt mitarbeiten kann. NADOF steht für die nationale Dauerbeobachtung unserer großen Fließgewässer. Die Wasserqualität in den 60er und 70er Jahren war nicht berauschend in der Schweiz. Das heißt, wir hatten große Wasserqualitätsprobleme. Die EAWAG hat sich schon früh dieser Problematik angenommen und erkannt, dass es wichtig ist, den Zustand der Gewässer quantitativ zu erheben und entsprechende Dauerbeobachtungen durchzuführen. Ich bin Laborleiterin des Analytik- und Ausbildungslabors, kurz AUA-Labor an der EAWAG. Wir sind eine Art Dienstleistungslabor für die Forschungsabteilungen und analysieren verschiedene Wasserproben. Das können Wasser von Seen oder Flüssen sein, Trinkwasser, Grundwasser oder auch teilweise Abwasser. Wir analysieren verschiedene Nährstoffe, das sind Phosphor- oder Stickstoffverbindungen, Anionen oder Kationen oder auch den total oder den gelösten organischen Kohlenstoff. Was mir sehr am Herzen liegt, ist die Ausbildung und Betreuung der lernenden Laboranten Fachrichtung Chemie. Wir nehmen uns Zeit, die theoretischen Hintergründe genau zu erklären und nehmen sie auch mit, um das Troubleshooting zu sehen. Dadurch sind die Lernenden gut gerüstet für die Zukunft. Unser Labor zeichnet sich dadurch aus, dass die Lernenden mithelfen, die Wasserproben zu analysieren und so wichtige Funktionen übernehmen. Ein Beispiel ist das Analysieren von NADUF-Proben. Die Proben für das Messprogramm NADUF werden automatisch und abflussproportional gesammelt. Stationswarte nehmen die Proben an den Stationen und senden diese per Post gekühlt an die EAWAG. Hier nehmen wir die Proben in Empfang und bringen sie ins Labor. Anschließend werden in den Proben ca. 20 verschiedene Parameter mit diversen Geräten analysiert. Mein Name ist Andrin. Ich bin in der Ausbildung zum Chemielaboranten und bin im 3. Lehrjahr. Ich sitze hier neben unserem Titrando, mit dem wir die Leitfähigkeit, den pH, die Alkalinität und die Gesamthärte unserer NADUF-Proben messen. Ich heiße Zoe, ich bin lernende Laborantin Fachrichtung Chemie im 2. Lehrjahr und ich sitze hier von unseren beiden Ionenchromatographen. Hier messen wir die Anionen und die Kationen in unseren NADUF-Proben. Dazu gehören zum Beispiel Bromid, Fluorid, Nitrat oder auch Magnesium, Kalium und Calcium. Mein Name ist Leandro Rotondo und ich bin im 1. Lehrjahr als Chemielaborant. Ich sitze hier neben dem TOC-Gerät, wo die NADUF-Proben auf Gesamtstickstoff und total organischen Kohlenstoff gemessen werden. Ich denke, die Lernenden, die können diese Aufgabe sehr gut meistern und es ist auch ein wertvoller Beitrag zu diesen langen Datenreihen, anhand der man erkennen kann, wie sich die Wasserqualität über die letzten Jahrzehnte entwickelt hat. Wir sehen Maßnahmen, Auswirkungen, beispielsweise Phosphatverbot, wir sehen Rückgang von Schwermetallgehalten, wir sehen aber auch gewisse Anzeichen, dass der Klimawandel einen Einfluss auf die chemische Zusammensetzung der Gewässer hat.